Hallo zusammen. Wir sind hier im Colca Canyon auf einer dreitägigen Trekking-Tour und heute ist schon der zweite Tag. Genau, gestern wurden wir abgeholt und auf dem Weg zu unserem Startpunkt haben wir auch schon mehrmals angehalten, um Vikunjas und Alpakas zu sehen. Und wir konnten die Alpakas auch anfassen, die waren richtig weich. Und dann sind wir gestern von oben von dem Canyon ungefähr 1200 Höhenmeter runtergelaufen. Und ja, es war gar nicht so anstrengend, wie wir vielleicht anfangs erwartet hatten. Also wir konnten ganz gut durchmarschieren und als wir dann hier in dem Ort, also unten in dem Canyon, der Ort heißt San Juan de Chucchu, sind wir angekommen. Da war es dann schon ziemlich dunkel und wir sind die letzten Meter mit Taschenlampe noch gelaufen. Also sehr abenteuerlich. Aber die Landschaft hier, die war richtig, richtig schön. Man fühlt sich sehr klein hier, wenn man unten im Canyon steht. Genau, wir haben hier am Grund des Canyons übernachtet und starten dann heute zur zweiten Etappe und es geht ein bisschen mehr bergauf. Was heißt ein bisschen mehr? Es geht halt komplett den Canyon wieder hoch. Ja. Aber vorher machen wir noch einen Zwischenstopp hier unten in der Oase und können uns dort ein bisschen erfrischen. Also mal schauen, wie die zweite Etappe läuft. Also zeigen wir euch jetzt nochmal Eindrücke von unserem Tag. Viel Spaß! Wir haben es geschafft, wir sind bei der Oase angekommen. Juhu! Wir sind ungefähr 3 Stunden gelaufen Ja. und es war echt ziemlich heiß. Wir sind halt durch die pralle Sonne gelaufen und die hat ganz schön stark geknallt. Ja. Und Wir hatten einen Zwischenstopp auch nochmal zwischendrin, aber es war schon recht anstrengend. Und jetzt sind wir froh, dass wir hier in der Oase angekommen sind. Wir hatten auch nochmal so ein Lunch bekommen und was zu trinken und konnten uns hier in dem kleinen Pool hier abkühlen und es ist einfach richtig schön. Es ist auch echt beeindruckend, wie grün das hier alles ist. es ist echt wie so ein kleines Paradies. Man kann sich hier mega erfrischen und ja, jetzt sind wir gut gestärkt für die letzte Etappe. Wir müssen nämlich die Schlucht auch wieder hochlaufen. Ja, 3 Stunden geht es dann jetzt steil aufwärts. Vielleicht können wir noch mal einblenden, wie wir am ersten Tag gelaufen sind. Und zwar seht ihr hier den Punkt, wo wir losgelaufen sind. Dann sind wir einmal quer den Berg entlang gelaufen und dann diesen Weg nach unten geschlängelt, bevor wir ins Tal angekommen sind. Und dann ging es noch auf der anderen Seite von dem Canyon noch mal kurz hoch, wo wir dann übernachtet haben. Und dann ging es jetzt heute, heute ist ja Tag 2, ging es jetzt die ganze Zeit auf der anderen Seite ran entlang, auch wieder viel bergab. Und jetzt sind wir quasi ganz unten in dem Canyon. Und Dann freuen wir uns jetzt auf die schwerste Etappe. naja, freuen Den Berg kann man nach oben. nicht sagen. Auf geht's!
wir haben die Hälfte geschafft. Juhu! Er sieht einfach so unfassbar hoch aus schon. Aber es kommt einfach nochmal so viel. Aber ich bin gut motiviert, dass wir den Rest auch noch schaffen. Alina sieht ein bisschen erschöpft aus, aber ich glaube, wir schaffen es schon. Keine Sorge, ich schaff's. Wir haben gerade auf der anderen Seite von der Klippe einen Laster gesehen. Man kann ihn echt kaum erkennen. Es ist eigentlich voll der große LKW, aber es ist mit den Augen kaum zu sehen. Wir haben es geschafft, wir sind in Cavernaconda angekommen. Ja, obwohl wir ein ganz gutes Tempo vorgelegt haben, sind wir trotzdem wieder im Dunkeln angekommen und die letzten Meter mit Taschenlampe gelaufen. Die zweite Nacht haben wir dann in Cavernaconda übernachtet und am dritten Tag war unser Ziel dann nur noch zu den Thermalquellen zu kommen, wo wir uns entspannen und die Muskeln ein bisschen ausruhen konnten. Wir mussten an dem Tag Gott sei Dank nicht mehr laufen. Wir wurden nämlich mit dem Auto dahin gebracht und haben da auf dem Weg aber auch noch ein paar Zwischenstopps gemacht. Zum Beispiel bei dem Condor Cross View Point. Genau, dort konnte man Kondore beobachten, also die größten Vögel der Welt. Mhm. Und war aber ziemlich schwierig, die vor die Linse zu bekommen. Die waren sehr weit weg und deswegen haben wir es geschafft, ein paar Fotos noch aufzunehmen. Die können wir euch jetzt zeigen. Die sind wohl nur am Morgen dort zu sehen und selbst da war es ziemlich schwierig, die irgendwie auf ein Bild einzufangen oder so. Genau, unser zweiter Zwischenstopp war dann noch bei so einem kleinen Stand, wo Frauen Kolkasauer zubereitet haben. Das ist da so eine Spezialität in der Region. Das wird gemacht aus Pisco und einer Kaktusfrucht. Die sieht ein bisschen aus wie eine Kiwi, ist aber auch sehr sauer, so ein bisschen wie Zitrone. Und das wird dann gemischt noch mit Eischnee und dann hat man den typischen Kolkasauer, den wir dann da auch probieren mussten. Und die Frau hatte dann auch noch ein kleines Baby-Alpaka, ein kleines Alpakito, was ich auf den Arm nehmen durfte. Das war richtig süß. Und wer noch mehr Alpaka- und Vicuña-Szenen sehen möchte, der muss auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Genau, die gibt es gleich zum Abschluss. Was wir euch noch sagen wollten, ist, dass wir die wichtigsten Infos über die Tour auch nochmal auf dem Blog zusammengefasst haben. Mhm. Und dort schreiben wir auch, was für einen Anbieter wir hatten, weil da gibt es wohl auch sehr viele unterschiedliche und da sind wohl auch welche dabei, die nicht so gut sein sollen, wo viele Leute schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Unseren können wir absolut weiterempfehlen, deswegen erwähnen wir den da auch nochmal. Wir hatten einen guten Guide, eine richtig gute Tour. Wir konnten uns viel Zeit nehmen und wir komplett flexibel. Wir konnten viele Fotos, Videos machen, war komplett egal. Wenn wir Pause machen wollten, konnten wir es auch direkt machen und unser eigenes Tempo einfach komplett so durchziehen. Genau, und auf dem Blog gibt es dann alle Details, wo wir überall Zwischenstopps eingelegt haben und wie viele Kilometer wir gelaufen sind, auf welcher Höhe wir waren und das könnt ihr dann alles da nachlesen. Und jetzt gibt es noch ein paar Alpaka- und Vicuña-Szenen und damit verabschieden wir uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!